So a co-creator with the Father must have a son, right? Der Mitschöpfer, Gottes Mitschöpfer muss einen Sohn haben. Yet must this son have been created like himself? Oh, sorry, Kornilia, you are reading. I think I need to read. It was the 7 and Yeah, I 7 sections, 7 paragraphs. 7. Ah, okay, thank you. I just need a second. Ein Mitschöpfer mit dem Vater muss seinen Sohn haben. Doch dieser Sohn muss wie er selbst erschaffen worden sein. And now listen who you are. Und jetzt hör, wer du bist. A perfect being, all-encompassing and all-encompassed, nothing to add and nothing taken from. Kaya. Als ein vollkommenes Wesen, allumfassend und allumfasst, dem nichts hinzuzufügen ist und nichts genommen wird. Not born of size, nor place, nor time. Das nicht aus Größe oder Ort und Zeit geboren wurde. Nor held to limits or uncertainties of any kind. Noch sich an irgendwelche Grenzen oder Ungewissenheit halten muss. Can we sit a minute in our minds in this state of self? Lass uns kurz hineinhorchen und hineinspüren, das, was wir gerade gesagt haben. In this remembrance. In diese Erinnerung. To let everything go and just let this remembrance come in. Lass allen Gedanken vorbeiziehen und diese Erinnerung bei dir ankommen. A perfect being, all-encompassing and all-encompassed, nothing to add and nothing taken from. Ein vollkommenes Wesen, allumfassend und allumfasst, dem nichts hinzuzufügen ist und nichts genommen wird. Not born of size, nor place, nor time, nor held to limits or uncertainties of any kind. Das nicht aus Größe oder Ort und Zeit geboren wurde und noch sich an irgendwelche Grenzen oder Ungewissenheit halten muss. Here do the means and end unite as one, nor does this one have any end at all. Hier vereinigen sich Mittel und Zweck als eins, und dieses eine hat überhaupt kein Ende.
All this is true, and yet it has no meaning to anyone who still retains one unlearned lesson in his memory, one thought with purpose still uncertain, or one wish with a divided aim. All das ist wahr, und doch hat es für denjenigen keine Bedeutung, der noch eine ungelehrte Lektion, einen Gedanken, dessen Zweck noch ungewiss ist, oder einen Wunsch mit einem geteilten Ziel in seiner Erinnerung bewahrt. So what do you think? Where do you find yourself right now? So, was denkst du? Wo findest du dich gerade? Wo findest du dich selbst? In the first part of the paragraph or in the second one? In dem ersten Teil von diesem Absatz, die wir gerade vorgelesen haben, oder im zweiten Teil? Take a moment and think about it. Nehme dir einen kurzen Moment und denke nach. Where do you find yourself right now? Wo findest du dich selbst jetzt? Are you a perfect being, all-encompassing and all-encompassed? Bist du ein vollkommenes Wesen, allumfassend und allumfasst? Or still remains one unlearned lesson? Oder ist es immer noch eine Lektion offen ist, die du noch zu lernen hast? Or one thought with purpose still uncertain? Oder ein Zweck noch ungewiss ist? Or one wish with a divided aim? Oder einen Wunsch mit einem geteilten Ziel? Probably all of us to be here means that a part of us is in the second paragraph, in the second part of the paragraph. Do we agree? Bist du auch der Meinung, dass du noch was zu lernen hast? The point is where we want to be. Die Frage ist, wo möchtest du denn sein? This is the point where we need to find ourselves. Das ist der Punkt, wo wir uns finden wollen. Where do I want to be? Wo möchte ich denn mich finden oder wo möchte ich denn sein? This course makes no attempt to teach what cannot easily be learned. Dieser Kurs unternimmt keinen Versuch, das zu lehren, was nicht leicht zu lernen ist. Its scope does not exceed your own, except to say that what is yours will come to you when you are ready. Seine Reichweite übersteigt die deine nicht, außer darin, dass er besagt, dass das, was dein ist, zu dir kommen wird,
wenn du bereit bist. Mm. So are you ready? Bist du bereit? Here are the means and the purpose separate because they were so made and so perceived. Hier sind die Mittel und der Zweck getrennt, weil sie so gemacht und wahrgenommen wurden. And therefore do we deal with them as if they were. Deshalb gehen wir so mit ihnen um, als wären sie es. It is essential it be kept in mind that all perception still is upside down until its purpose has been understood. Es ist sehr wichtig, stets daran zu denken, dass alle Wahrnehmung so lange auf dem Kopf steht, bis ihr Zweck verstanden worden ist. Perception does not seem to be a means. Die Wahrnehmung scheint kein Mittel zu sein. It is this that makes it hard to grasp the whole extent to which it must depend on what you see it for. Gerade das erschwert es, das ganze Ausmaß zu erfassen, in welchem sie von dem anhängen muss, wozu sie dient in diesen Augen. Perception seems to teach you what you see. Die Wahrnehmung scheint dich zu lehren, was du siehst. How much do we have invested in perception? Wie viel haben wir investiert in unsere Wahrnehmung? Das, was unsere Körperauge sagen. In our belief in the perception. In our Glaube an das, was wahrgenommen wird. How much do we believe in what we see with the body minds? Wie viel glauben wir an das, was wir mit Körpersaugen sehen? Mehr. Yet it but witnesses to what you taught. Sie legt jedoch nur Zeugnis ab für das, was du gelehrt hast. This is the upside down. Das ist alles auf den Kopf gestellt. It is the outward picture of a wish, an image that you wanted to be true. Sie ist das äußerliche Abbild eines Wunsches, ein Bild, von dem du wolltest, dass er wahr sei. This is so important.
Das ist to so be wichtig, understood. verstehen zu können, There is possibility of the vision. das ist eine Möglichkeit, wahre Wahrnehmung, ein Potenzial. This is the upside down of perception. Das ist eine falsche Wahrnehmung. But it is the outward picture of a wish, an image that you want it to be true. Das ist eine äußerliche Abbild eines Wünsches, ein Bild, von dem du wolltest, dass es wahr ist. The world is such because you are such. Du nimmst deine Welt so wahr, weil du so bist. The world is such because this is your wish. Die Welt, du siehst, es ist deswegen so, weil du dir das gewünscht hast. If this idea be understood, this is freedom. Wenn du diese Idee verstanden hast komplett, dann bist du frei. I know that it is hard to be digested. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, um verdaut zu werden. But as Jesus says, this is a course that it is easily be learned. Weil Jesus verspricht dir, dass dieser Kurs kann einfach gelernt werden. Look at yourself and you will see a body. Sieh dich selbst an und du wirst einen Körper sehen. Is it right? Stimmt es? Look at yourself. Schau dich an. Wherever we find ourselves on this planet, Egal, wo wir uns befinden auf diesem Planet gerade, to look at ourselves, we go to the mirror. um uns anzuschauen, müssen wir einen Spiegel, vor den Spiegel uns stellen. Right? Richtig? To see what? Um zu sehen, was zu sehen, To see the body. um deinen Körper zu sehen. This is the upside down of the perception. Das ist eine umgekehrte Wahrnehmung. To identify myself as the body. Wenn ich versuche, mich als ein Körper zu identifizieren. Das ist eine falsche Wahrnehmung. When you are talking about yourself, you, Wenn du über dich selbst sprichst, über dich, to whom are you referring to? wer meinst du denn wirklich? Your body, right? Dein Your Körper, body self. Dein Körper selbst. And all the ideas that you have around the body self. Und all die Ideen, die um die Körper dich beschäftigen. All die Fragen, die dein Körper. Because body is not only this this kind of flesh and bones. Weil dein Körper ist es nicht nur Fleisch und Knochen. It is the whole ideas that we have around it, all the memories, all what we call life, all the identities.
Das ist alles, was wir mit Körper assoziieren, unsere Erinnerungen, unsere Gedanken, Identitäten, Persönlichkeiten. All different forms of identity that we build upon it. Unsere Identitäten, unsere Persönlichkeiten oder Selbstkonzepte, die mit diesem Körper in Verbindung gebracht haben. So look at yourself and you will see a body. So, sieh dich selbst an und du wirst einen Körper sehen. Look at this body in a different light and it looks different. Betrachte diesen Körper in einem anderen Licht, so sieht es anders aus. And without a light, it seems that it is gone. Und ohne Licht sieht es so aus, als sei es weg. Yet, you are reassured that it is there because you still can feel it with your hands and hear it move. Doch bist du beruhigt, dass er da ist, weil du ihn noch immer fühlen kannst mit deinen Händen und ihm sich bewegen hörst. So here is an image that you want to be yourself. Hier ist ein Bild, vor dem du willst, dass du es seist. Once again, here is an image, like your body is an image that you want to be yourself. Hier ist ein Bild, von dem du willst, dass du es seist. It is the means to make your wish come true. Es ist das Mittel, um deinen Wunsch wahrzumachen. It gives the eyes with which you look on it, the hands that feel it, and the ears with which you listen to the sounds it makes. Es gibt dir die Augen, mit denen du auf es schaust, die Hände, die es fühlen, und die Ohren, mit denen du die Geräusche hörst, die es erzeugt. It proves its own reality to you. Es beweist dir seine eigene Wirklichkeit. So I invite you to spend a moment in your mind with this idea. Ich lade dich jetzt ein, um etwas hineinzuhorchen, Zeit mit dir zu verbringen, um diese Ideen nochmal zu spüren. If you have the book, just read the paragraph by your own and just stay a little bit in your mind with this idea. Wenn du ein Buch von dir liegen hast, dann kannst du selbst nochmal die Sätze lesen oder einfach verbringe mit diesen Gedanken ein paar Minuten. Kleine.
So, could we share, Das, like, was wir geteilt haben. did you have any insights? Hast du etwas gehört? Erfahren? Etwas Neues? Yes, I feel the love of God in me. Just now, I feel the love of God. I feel it. Thank you, Dorothea. Danke, Doro. Dorothea hat gesagt, dass sie Gottes Liebe gespürt hat. You know, it is so healing when we are aware of what we are doing in our minds. Das ist sehr heilsam, wenn wir erfahren, was wir uns antun mit unseren Gedanken, mit der Macht der Gedanken, die wir haben. The Course, it seems like to be just a theory. Kurs in Wundern scheint wie eine Theorie zu sein. But actually it is so practical. Aber das ist gleichzeitig auch sehr praktisch. But it is not just sharing some ideas about spiritual things. Das ist nicht nur, dass uns die Ideen teilt über Spiritualität. It is actually to bring it in. Es ist eigentlich zu dir direkt zu bringen und sehr praktisch und nahezu erfahrbar zu machen. To find myself in every sentence, every paragraph. Damit ich mich in jedem Satz, in jedem Paragraph wiederfinden kann. And this is healing. Und das ist die Heilung. And this is awakening. Und das ist das Aufwachen. It is so good to doubt anything that this course says. Das ist gleichzeitig gut zu fragen und wieder fragen, ob das, was im Kurs steht, wirklich wahr ist. As well as doubt any thought that you ever have made. Und zu hinterfragen jede Gedanke, die du jeweils hattest.
just start doubting. Fang an, alles zu hinterfragen. And this is where the light enters. Und das ist dort, wo Licht reinkommen kann. And stand into your mind. Stand into your mind. Stand up into your mind. Okay. Und dann steh auf in deinem Geist. Be aware of where you are each and every moment in your mind. Und sei gewiss, realisiere, wo du bist mit deinem Gedanke jede Minute und jetzt. So being aware is the relinquishment. Und wenn du das anerkennst, dann bist du befreit, bist du erlöst. This paragraph, this one paragraph is so important. Diesen Absatz, den wir gerade gelesen haben, ist sehr wichtig. It can show you where you find yourself as a body. Das kann dir zeigen, wo du dich befindest als Körper. By your choice. Das ist deine Wahl. And the moment that you see it in your mind, und im Moment, wenn du in deinem Geist dich wahrnimmst, the moment that you are aware in your mind of what you are doing, und wenn du verstehst, das, was du dir antust, it is the moment that you separate yourself, you separate your awareness in diesem Moment, du trennst dich von deinem Gewahrsein, von dir selbst, of what you had identified with. Du trennst dich davon, womit du dich identifiziert hast. So, looking at it, schau dir das an, as not identified with you, und anerkenne, dass du das nicht sein möchtest oder dich nicht damit identifizieren möchtest. you can release it. Und dann kannst du es loslassen. You can make the choice to release it. Du kannst dich dafür entscheiden, diese Identifikation loszulassen. Because if you want, you can still keep it, of course. Weil wenn du das möchtest, natürlich darfst du das auch behalten, die Körperwahrnehmung. So this is why we need to be vigilant, to be aware of where we are in our minds each and every moment. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir immer achtsam sind, wo wir gerade sind mit unseren Gedanken und in unserem Geist. Oh, thank you. How is the body made? A theory of yourself. So wird der Körper zu einer Theorie deiner selbst gemacht. I love Jesus and the expressions that he uses. Ich liebe, wie Jesus sich ausdrückt. The body made a theory of yourself. Der Körper zu einer Theorie deiner selbst ist.
with no provisions made for evidence beyond itself, and no escape within its side. in der keine Vorkehrungen für Beweise, die über ihn hinausgehen, getroffen sind und keine Aussicht auf Entrinnen ist. Its course is sure when seen through its own eyes. Mit seinen eigenen Augen betrachtet, steht seine Lauf fest. It grows and withers, flourishes and dies. Es wächst und welkt, blüht auf und stirbt. And you cannot conceive of you apart from it. Und du kannst dir dich nicht getrennt von ihm vorstellen. So, can you see why it is so important to bring it in your mind? Kannst du anerkennen, warum es so wichtig ist, die Wahrheit, dass bei dir ankommt? And to separate your awareness of the body. Und damit du deine Körperwahrnehmung loslassen kannst, trennen kannst von dieser Identifikation mit Körper. Because you learn to conceive yourself only as a body. Weil du es gelernt hast, dich nur als Körper zu sehen. You brand it sinful and you hate its acts, judging it evil. Du brandmarkst ihn als sündig und hasst seine Taten, indem du ihn als böse beurteilst. Yet your specialness whispers, "Here is my own beloved son, in whom I'm well pleased." Deine Besonderheit aber flüstert, hier ist mein eigener geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. How does the son become the means to serve his father's purpose? So wird der Sohn zum Mittel, um seines Vaters Zweck zu dienen. Und Sohn und Vater sind hier im Gänsefüßchen. So here is where the correction is needed. Und hier brauchen wir eine Korrektur. It is your initiate ability for creation. Das ist deine Möglichkeit, was dir gegeben worden ist, um zu schöpfen. Genau, Schöpferkraft ist dir gegeben worden. You never lost it. Du hast das niemals verloren. But it is this confusion in your mind. Aber das ist eine Konfusion in deinem Geist. In your sleeping mind. In deinem schlafenden Geist. You kept this ability for creation. Du hast diese Fähigkeit zu schöpfen in dir. And you thought that you created the body as your son. Und du hast gedacht, dass du deinen Körper geschöpft hast als Sohn Gottes. So you attached so much in it. Und deswegen bist du so angehaftet an deinem Körper. So thus does the son become the means to serve his father's purpose. So wird der Sohn zum Mittel, um seines Vaters Zweck zu dienen.
not identical, not even like, but still a means to offer to the Father what he wants. Nicht identisch, nicht einmal ähnlich, doch immer noch ein Mittel, um den Vater das anzubieten, was er will. Such is the travesty on God's creation. Dergestalt ist die Travestie der Schöpfung Gottes. For as his son's creation gave him joy and witness to his love and shared his purpose, so does the body testify to the idea that made it and speak for its reality and truth. Denn so, wie ihm die Erschaffung seines Sohnes Freude machte, Zeugnis für seine Liebe ablegte und seine Zielsetzung teilte, so bezeugt der Körper die Idee, die ihm gemacht hat und spricht für deren Wirklichkeit und Wahrheit. And thus are two sons made, and both appear to walk this earth without a meeting place and no encounter. Und damit sind zwei Söhne gemacht, und beide scheinen ohne Treffpunkt noch Begegnung durch diese Welt zu wandern. One, do you perceive outside yourself your own beloved son? Den einen siehst du außerhalb von dir, deinen eigenen geliebten Sohn. The other rests within his father's son, within your brother, as he is in you. Der andere, der seines Vaters Sohn ist, ruht im Innen, in deinem Bruder, wie er in dir ist. Their difference does not lie in how they look, nor where they go, nor even what they do. Ihr Unterschied liegt nicht daran, wie sie aussehen, auch nicht wohin sie gehen und nicht einmal in dem, was sie tun. So the difference is Der Unterschied ist in purpose. im Zweck. They have a different purpose. Die haben unterschiedlichen Zweck. It is this that joins them to their like and separates each from all aspects with a different purpose. Das ist es, was sie mit denen verbinden, die ihnen gleich sind und jeden von allen Aspekten mit einem anderen Zweck trennt. The Son of God retains his Father's will. Der Sohn Gottes behält den Willen seines Vaters bei. The Son of Man perceives an alien will and wishes it were so. Der Menschensohn nimmt einen fremden Willen wahr und wünscht, dass es so wäre. The Son of Man. There is this distinguish here. Menschensohn, das ist dieser andere Begriff hier, im Gegensatz zu Gottes Sohn. The Son of Man, the Son of the sleeping mind. Menschensohn, das ist ein Sohn von schlafendem Geist oder schlafenden Sohn gemeint. And thus does his perception serve his wish by giving it appearances of truth. Und somit dient seine Wahrnehmung seinem Wunsch, indem sie ihm Erscheinungen der Wahrheit gibt. Yet can perception serve another goal? Doch kann Wahrnehmung einen anderen Zwecke dienen. It is not bound to specialness, but by your choice. Das ist nicht an Besonderheit gebunden, außer durch deine Wahl.
Again, here is again your choice. Hier nochmal deine Wahl. The whole power is in your choice. Die ganze Macht ist in deinem Wahl. For how long will you pretend that you are weak, powerless? Wie lange möchtest du noch so tun, dass du schwach bist und nicht genug Kraft hast? All the power has given to you. All die Kraft, schöpferische Kraft Gottes liegt in dir. You have the power of choice. Du hast Macht der Entscheidung. It is you and only you that you choose in any given moment who you are. Das ist nur du und nochmal du, der entscheidet, wer du in Wirklichkeit sein möchtest. So please, let's make a commitment all together. Lass uns alle zusammen ein Commitment geben, At least not to pretend that we are powerless. dass wir zumindest nicht immer vortäuschen und zu unseren Schwächen zustehen. We can say that we forget. Wir können sagen, wir haben vergessen. We can say that we make mistakes. Wir können es zugeben, dass wir mal Fehler gemacht haben. But not to believe anymore that we are weak or little. Aber wir wollen nie wieder nochmal glauben, dass wir klein oder schwach sind. Let's be totally aware of our power of choice. Lass uns ganz offen wahr machen, dass Macht der Entscheidung liegt in uns. Oh. Wow, thank you. Oh, yeah. Thank you. And it is given you to make a different choice and to use perception for a different purpose. I'm looking for a sentence you're reading right now, or We are the second sentence before end. okay. It is given you to make a different choice and use you. perception for a different purpose. Thank you. Und dir ist es gegeben, eine andere Wahl zu treffen und die Wahrnehmung von einem anderen Zweck zu nutzen. And what you see will serve that purpose well and prove its own reality to you. Und was du siehst, wird deinem Zweck gut dienen und dir seine Wirklichkeit beweisen.
Yeah. Yeah. Wow, thank you. Wow, Thank danke. you so much. Danke so sehr. There is so much power Es ist so viel Kraft, in accepting the presence. wenn wir Präsenz im Moment annehmen. Wow. And I'm so happy to see you all here. Und ich bin so glücklich, euch alle hier zu sehen. And I'm very sorry, I want to apologize. I want to be a little bit special. But Pete, I love you. I'm so happy to see you here after so long time. Thank you so much. Ja, Kornelia wollte sich entschuldigen, dass sie etwas Besonderes sein wollte. Ich weiß nicht, warum sie das meint und war lange nicht mehr hier. You mean because we missed you so long? No, I don't know. I feel like I had to see Peter for a long time, right? Ja, weil wir Kornelia schon lange nicht mehr bei Aleph hatten. Nee, weil sie Pitt lange nicht gesehen hat. Ach, okay. Der da winkt, der attraktive Ah, warte mal, ich muss Galerie. Mann dort. Ah, okay. So yeah, and everyone, Claudia, Sabine, Gabriela, wow, Marlies, Sandy, Kirsten, Miriam, Dorin. Thank you so much. I'm so happy. Tamara, thank you. Thank you for your trust. It was for me very spontaneous. I was nervous. Oh, wow. So remember, we made the commitment. We have the power of choice. Ja, und erinnere, du hast ein Commitment gegeben, dass du Macht der Entscheidung hast. And we are all together in this. Und wir sind alle zusammen drin. Das gibt uns Kraft. Oh, yeah. Evaristo, Cornelia. Zapagao. Thank you. Oh, yeah. Yeah, thank you. Thank you, Cornelia. Thank you, Tamara. Wow. Thank you. Thank you, Andreas. Thank you for your invitation. Thank you for your hospitality. I love you all. Thank you so much.